So, dann gibt es wieder mal ein Update. Also der Waschraum ist jetzt auch schon sauber. Den haben wir vom Schimmel befreit. Ja, an der Mauer, da ist mir ein bisschen zu viel weggegangen, meines Erachtens. Und das ist einfach runtergebröselt. Ja, macht mir ein bisschen sauer, muss man schauen. Ja, jetzt habe ich da meine Waschmaschine. Das geht auch, hat man jetzt gerade. Dann nehme ich so eine Blumenkiste drunter, damit das drüber bleibt. Es funktioniert. Auf alle Fälle. In dem Raum. Ja, haben wir noch ein bisschen geschaut. Dann den Boden weg, damit ich besser sehe, wie die Ameisen hin und her laufen. Das seien mittlerweile nicht mehr mal so viele unterwegs. Ja. Wahnsinn, noch. Aber die Fliegenden sind echt noch viele. Aber nicht mehr so viele wie am Anfang. Da draußen ist der Schacht und dann eben die Dinger aus, oder? An der Seite die Aluminiumschienen und das Plastik von der Heizung. Und dann jemand. Da ist das Hohl. Das Hohl runter. Und da wird der Schacht von draußen rein. So, heute vielleicht mache ich mal ein Bett. Ich habe schon gekocht. Und den werden wir jetzt dann aktivieren. Band singen. Und da ist schon die Bretter hergerichtet. Wir haben das kleine Tischl. Das wir in die Küche rein tun, damit wir einen abgelagen haben. Ja, die Erdbeeren riechen immer aus dem Wald, aber gestern habe ich ein paar gegessen und dann hat ich gleich halt eine Zecke auf der Hand gehabt. Ja, aber gut sein sie. Ja, da ist dann noch ein bisschen aufgegraben. Und da drunter, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist auf alle Fälle eine Betonplatte mit der Isolierung. Und da ist schon eine drunter und da vorne sind auch Taling auf dem Gitter. Da ist auch irgendwas. Und die Ameisen, die von den Alben anschieben. Und das. Ja, die Kreide hat ein bisschen was bewirkt. Aber es sind allem ein paar mutige Ameisen, die rennen dann eiskalt über die Kreide und irgendwann passt sie ihnen dann kreidentechnisch wieder. Das ist eben der Schacht. Ja. Der liegt direkt zum Kamin. Aber nein. Irgendwie durchs Zimmer. So. Ja, da habe ich auch mal geschaut innen, ob der Kabel von innen rauskommt.
Aber mir scheint, der kommt von außen. Entweder ist der unter die Fliesen drunter verlegt. Oder außen. Da ist das ganze Zeigen zum Weg. Habe ich wieder ein bisschen was? Oh. Mein Schutz. Mein Autoreifen wieder mal irgendwie cool. Da geht recht der Wind. Neben so den Tisch einmal zweckentfremdet. Nehmen da die Pflanzen, kommen auch schon wieder. Schön her. Und da hat es jetzt eben ein bisschen geregnet. Und da an dem Eck habe ich ein bisschen was von dem Decassilia, wie heißt das? Da reingetan und einfach wieder umgeschraubt alles zusammen. Und das scheint wirklich zu halten. Also es hat ein bisschen geregnet. Auf der anderen Seite ist eben wieder was reingelaufen vom Wasser. Nicht viel, aber auf der anderen gar nichts. Gar nichts gesehen. Normal ist es immer am schlimmsten. Jemand da habe ich mal draußen habe ich ein bisschen was weggemäht, habe mal geschaut, ob man irgendwas sieht. Aber da sieht man nichts von irgendeinem Rohr oder irgendwas. Deswegen mal gucken. Ja. Das hätte man auch nicht gedacht, dass die Erdbeeren, also im Topf, so gut wachsen. Das bevorzugt wäre wahrscheinlich eher im Topf oben. Zum Beispiel draußen in der Wiese. Aber es ist wirklich irre, wie viele Erdbeeren sein. Aber halt, eben gestern war vielleicht auch ein schlechter Zeitpunkt. Es hat geregnet gehabt, durch Zecken. Ich weiß nicht, ob man sieht. Das haben wir auf alle Fälle ein paar gegessen. Dann auch noch gemäht schieren da. Da transportiere ich halt die Erde und das ganze Zeug hin. Das ist jetzt schon ein ziemlicher Haufen. Da war zuvor so ein Graben. Gut. Mehr gibt es glaube ich jetzt nicht mehr. Dann noch ein bisschen gemäht. Hinter mir. Ja, der Wein. Ja, die Trauben halt. Die wachsen richtig zart. Das hat man nicht gedacht. So, jetzt sind wir mal ins Tischlein reingetan. Also meine Küche ist schon ein bisschen abgegradet worden. So, dann die Maschine weg. Die Bandsäge. Die haben jetzt da eine. Da baue ich jetzt das Bett. Da habe ich jetzt schon mal angefangen. Eine Seite, die linke. Aber ja, es ist alles nicht so einfach. Irgendwie schneidet es dann so längs nicht so wirklich gut. Dann verziehst du die Säge und mal schauen. Ja, aber sonst, ich habe viel Spiel gelassen, deswegen.
schön kriegen. Ja, hat ewig gedauert wieder, bis alles eingestellt war. Schön alles gut ist. Da habe ich wieder alles demontieren gemisst, weil anscheinend seine D-Tür, die da und die sind 80 und die drei, also Klo, Gästezimmer und da jetzt die neue Werkstatt, 70 breit. So ist es, gell? So. Dann wir die Aussicht genießen und dann ist das gewesen für heute.